Alrighty then, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu Shakes and Fidget. Wir sind auf EU1, The Winter Sale ist am Start. Ich habe etwas gewintert und ich habe ein bisschen gesailed. Also ihr seht es, dass ich im Prinzip, mich schon hochgekauft habe, ja. Das natürlich auch mit dem Creator-Code. Leute, macht es definitiv. Geht über den Webshop, kauft euch die Pilze über den Webshop, homesfgame.net. Welchen Creator, ja. Es ist einfach nur sinnvoll, das zu machen, denn es wäre sonst ein vertaner Support, wenn ihr die Pilze kauft, ohne einen Creator-Code dort einzugeben. Ja, es kann natürlich ein paar Gründe geben, aber wenn ihr die Chance habt, das über den Webshop zu machen, dann macht es. Und unterstützt den Creator, den ihr unterstützen wollt. Natürlich sei gesagt, wenn ihr meinen Code HANRISSL eingebt als Creator-Code, dann habt ihr natürlich nicht nur den Support, den ihr mir damit gibt und mir was Gutes tut. Nein, ihr habt sogar noch 5% mehr Dungeon-Glück, temporär und natürlich auch noch das Glück, wenn ihr das nächste Mal irgendwie Streit mit eurem Partner oder eurer Partnerin habt, das 5% Wahrscheinlichkeit auf Versöhnung gebe ich euch. Ja, durch diesen HANRISSL Creator Code. Nee, aber es ist auch so, dass auf EU1 ein bisschen was geht. Ja, ich habe ja gesagt, wir machen ein bisschen Eco-Mode, weil ich natürlich auch auf eine Aktion warten wollte. Jetzt haben wir hier eine Aktion und beim letzten Mal, wo wir das gemacht haben, da war es in der Schattenwelt, da konnte man viel machen. Ist im Moment nicht so sehr viel. Also in der Schattenwelt kann ich diesen Dungeon legen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so hoch. Also die Pilze will ich vielleicht jetzt an der Lichtwelt und der Tower schon schlagbar. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat die finale Stage, also die letzte Stage, eine Wahrscheinlichkeit von 0,46%. Das ist natürlich jetzt nicht so mega viel, aber was ist denn das? Dämmen hat er 882. Wenn wir mal gucken. 882, das ist eine schöne Verbesserung. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Gem Socket, den geben wir wieder raus. Gem Extraction und dem gibt man auch wieder einen kleinen Boost, auch wenn es nur ein Dreier-Boost ist, aber das passt. Natürlich, ja, musste ich auch noch mal schauen. Ich habe jetzt auch noch mehr Ressourcen zur Verfügung. Also bin ja im Moment bei Upgrade 6 bei meinen Items. Ja, Server cannot be reached. Ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ja, wieder viele Leute. Web-Traffic ist da, verstehe ich. EU1 hat die größten Serverprobleme für mich von allen Servern, was höchstwahrscheinlich wirklich einfach an der Spielerzahl liegt. Also ich glaube, alles steht und fällt so ein bisschen mit der Gesamtspielerzahl oder den Interaktionen, die so ein Server halt mit sich bringt. Ja, also gut, jetzt geht es erstmal weiter hier an der Stelle. 97%. Also bis auf den letzten Dungeon sollten die anderen eigentlich relativ schnell zu legen sein. Und darauf baue ich natürlich auch auf, weil wir brauchen die Boni. Also das Gold ist das eine, die Items das andere. Aber vor allen Dingen brauchen wir natürlich den Goldbonus weiterhin bei den Quests. Ne? Da habe ich natürlich in den letzten Tagen auch nicht so perfekt gespielt, wie man am perfektesten halt auch spielen kann. 421 Dexterity, ja, die Kunigunde, die kriegt hier schöne Upgrades. Das ist natürlich auch an der richtigen Stelle platziert, denn sie ist die wichtigste Begleiterin aller Begleiter. Wobei so ein Magier, wenn der auch crittet, macht auch schon viel Damage, aber das Ausweichen der Kunigunde ist natürlich das A und O dieses Dungeons, dieses Towers, aber auch natürlich wiederum in der Schattenwelt, ne, um da ein bisschen besser unterwegs zu sein. Mit der verbesserten Kunigunde haben wir natürlich noch erhöhte Chancen. Das war jetzt sehr, sehr schnell. Jetzt nochmal Dexterity. Einfach mal nochmal reingebuttert, weil wir es können. Wie viel Leben? Sie hat 14% Leben. Fire Resistance ist natürlich auch nicht so schlecht. Kann ich irgendwas Sinnloses? 14% haben wir jetzt. Dann nehmen wir einfach das hier. Wir behalten die Fire Resistance, holen uns aber den besseren Boni und können diesen Stein, der jetzt nicht so sonderlich fett geil ist der sogar besser hier. Hätte ich gar nicht dismanteln brauchen. Ach, vielleicht habe ich noch einen schlechteren Stein hier drin. Ne, mittlerweile doch, hier habe ich noch einen schlechteren Stein drin. Perfekt. Haben wir nochmal Glück im Unglück gehabt an dieser Stelle. Sei das mal erwähnt. 424 im Body Mass Index. Ja, passe ich rein, aber guck mal, meine jetzige Armor reicht, um Level 406 zu sein, trotzdem 10% Bonus zu haben. Das ist schon ziemlich krass. Und hier habe ich auch nochmal so
so ein Gürtelchen auch dabei. Ja, es ist natürlich, jedes Update ist irgendwo sinnvoll, aber ja, gucken wir mal jetzt, machen wir mal den Tower fertig jetzt hier, ja. Wie gesagt, die Chance hier war 0,46% oder sowas mit den alten Werten der Kunigunde. Ich denke, minimal hat sich diese Chance nochmal erhöht. Und ja, man sieht auch die Versuche, die sind schon recht knapp. Also da kriegt man noch WTF, was war das jetzt? Okay, nice, haben wir geschafft. Also das waren jetzt insgesamt 50, 60 Pilze wahrscheinlich, also für die Dungeons. Dann nochmal das Umrüsten hat ein paar Pilze gekostet, aber das macht man ja dann auch nicht so häufig. Also die Sache ist jetzt durch. Nochmal Dexterity bekommen. Ja gut, diesmal brauchen wir es nicht. Geht in die Dismantelung. Damit haben wir den Tower clear an der Stelle. Und ich glaube, ist das nicht irgendwo auch ein Pet? Warte mal, müssen wir nochmal gucken hier. Ja, Heraldon. Ja, müssen wir erstmal besiegen, können wir noch nicht, können wir aber dann freischalten, auch im Lichtbereich. Das ist natürlich auch ganz, ganz hübsch, ja, an der Stelle. So, wir haben ein paar Dungeons jetzt noch, die ich legen kann. Also Tube Girl ist zum Beispiel ein Dungeon, den können wir legen. Aber der ist gar nicht der krasseste. Irgendwie hatte ich den 4 von 5 gemacht, durch Zufall. Und der hier hatte irgendwie eine extrem riesig hohe Chance. Also der sollte, ja, der fällt doch direkt. Ich weiß gar nicht warum. Weil die Chance bei dem niedrigeren, also bei dem Gegner davor, war halt deutlich niedriger. Also das ist schon mal sehr spannend. Damit auch schon mal wieder ein Level abgeschafft. 418, ja, der Gürtel. Und der andere war sogar schon besser. Naja, ist jetzt nichts. Schade. Eine neue Waffe wäre irgendwie angebracht. Ja, die Waffe ist, glaube ich, nicht mehr mega fett aktuell. Und ja, ich habe natürlich jetzt auch keine Runen drin, um mein Item eigentlich auch verbessert zu wissen. An der Stelle, ja, Aura 9 immerhin gemacht. Also die Waffe könnte nochmal spruchreif und besser sein. Dann, ja, gut, das ist ein Magier. Da probieren wir den auch gleich mal. Ich habe mir den gar nicht angeguckt. Normalerweise denkt man, ja, Magier geht dann schnell, aber anscheinend ist der noch ein bisschen krasser. Muss ich mir vielleicht dann doch mal angucken. Die wichtigsten Runen zum Fighten haben wir aber auf jeden Fall drin. Ja, welcher dann? Der war, glaube ich, noch nicht so gut machbar. Der war doch sehr machbar. Der gibt jetzt nicht so viel XP. Aber der hatte, glaube ich, auch eine Chance von 7% oder so. Jetzt habe ich hier nochmal ein Level abbekommen. Also sollte der jetzt auch binnen Sekunden schon fallen. Und das war immer schon knapp gewesen. Hat sich ein bisschen länger gehalten, aber auch nicht so tragisch. Der ist noch nicht so gut machbar. Bei dem weiß ich es jetzt nicht. Ist natürlich Battle Mage. Könnte schwieriger sein. Gentle Giant sollte fallen können. Die Wahrscheinlichkeiten sind nicht ganz so groß. Aber der wichtigste Dungeon, der kommt dann gleich noch. Natürlich mit den entsprechend hohen XP. Ja. So, ich gucke nochmal rein. Gentle Giant, wie sah es da aus bei dem? Tower haben wir ja gecleared. Currently Open Dungeon. Ich habe jetzt natürlich nicht die Upgrades reingenommen. Ja, Gentle Giant, ja, 0,55%. Ja, für 90 Millionen XP. Das ist leider noch kein Level-Up dann. Schauen wir vielleicht dann doch nochmal erst in den anderen rein, der mehr gibt. Nach Smolder kam Nazgul's Rage. Nazgul's Rage, nee, der ist nicht schaffbar wirklich. Der fällt wieder raus. Ich schaue eben gerade nochmal nach. Smolder, ja, Smolder haben wir ja geschafft, genau. Ich gleich wieder in den gleichen rein, dumm von mir. Brutal Blacksmith, ja genau, der hatte die 74%ige Chance. Und die Wily Witch, ja, die ist auf 0. Ja, das hat man eigentlich auch gesehen. Also ganz komisch, was Brutal Blacksmith, hat er eine mega schlechte Waffe oder was ist mit dem los? Keine Ahnung, also selbst der Scammer war halt nur auf 4% und plötzlich Brutal Blacksmith auf 70%. Also das ist mir noch nie so unter die Lupe gekommen, um ehrlich zu sein, wie das sein kann. Riding Mountain eben leider noch nicht drin. Tube Girl, House of Horrors, das ist drin. 45 Millionen, aber eine hohe Chance. Gehen wir nochmal ins Tube Girl rein. Ja, wir sind ja auch auf YouTube, von daher machen wir mal den Dungeon hier komplett. Holen uns den Eintrag fürs Sammelalbum Server Cannot Breached. Eieiei. Komm schon, Content Creator Haken. Sollte doch nochmal extra Traffic geben. Mach mal den Dungeon noch fertig, weil eigentlich ist dann noch auch also Peter the Impaler vom Player Hauptquartier hat auch eine Chance von 2% und der hat 3 Millionen XP, 300 Millionen. Wir wollen natürlich noch legen jetzt hier.
Aber vielleicht holen wir uns nochmal eine Waffe beim Tube Girl. Wobei, nein, eine Waffe beim Tube Girl wäre gar nicht so gut. Tube Girl hat nur 270er Level. Die Waffe wäre schlecht, die wir bekommen. Bitte also keine Waffe, liebes Spiel. Liebes Shakes and Fidget. Aber besiegen doch... Ich möchte Tube Girl besiegt haben, bevor das nächste Server Cannot Be Reached ansteht, Kappa Klaus. Komm schon. Let's go. Let's go. Ah! Jetzt hab ich's gejinxt. Verdammt. Der vielleicht. Nein. Okay. Challenge nicht geschafft. Ja. Also, keine Ahnung, das sind meine Performance-Probleme, die ich habe mit Steam. Also, auf Steam, ich spiele halt am Rechner halt hauptsächlich auf Steam. Ich könnte es natürlich mal im Browser probieren. Ich möchte es eigentlich nicht, weil ich einfach kein Fan der Browser, also ich habe lieber immer eine Applikation, sage ich mal. Aber muss ich für E1 vielleicht wirklich mal überlegen, das auszuprobieren. An der App läuft es etwas besser, aber App, ja, wisst ihr alle, ist natürlich jetzt für fettes Zocken und Grinden jetzt nicht so super gut geeignet. Aber dafür nehmen wir Peter the Impaler mit. Der kann uns eine gute Waffe geben. Der hat Level 420. Komm, wenn wir den besiegen, neue Waffe am Start. Gleich mit einer dicken Spanne. Rechts raus, links raus. 665.000, das war so das Antasten. Ja, damit er mal weiß, wie es ist, wenn man schwimmt. Ne? Wie beim Knack, jetzt kommt schon wieder Server Can't Be Reached. Also, ein Serverstart. Wir können froh sein, dass es zum Serverstart noch halbwegs funktioniert hat. Es ist natürlich auch immer noch Elevator. Also, die Performance wird höchstwahrscheinlich nach dem Elevator wieder ein bisschen besser sein. Man kann es ja natürlich nur hoffen, aber hier erhoffe ich mir langfristig auch nochmal Potenzial, weil ich sag mal so, es gab ja Gründe, warum es die EU-Server gibt, zumindest wurden die so kommuniziert. Und ich sag mal, hätten die das jetzt nicht gemacht und es wäre jetzt ein W-Server, wäre die Performance dann noch schlechter oder ist es gleich geblieben? Also so richtig sehe ich das noch nicht ganz, das Thema. Und bin aber halt sehr, sehr limitiert und das demotiviert natürlich einen so ein bisschen, wenn das einfach nicht so gut läuft, wie es einfach laufen sollte. Ne? Also eigentlich müsste der schon, und wenn ich halt 100 Pilze mehr ausgebe, das ist natürlich kein Problem für mich. Ja, die Chance von 2% heißt ja nicht, dass er bei 50 Pilzen auch fallen muss. Es gibt ja mega viele Versuche, wo er nicht fällt, aber wir müssen halt durchentern können. Und wenn wir nicht durchentern können, dann geht das nicht, Leute. Dann macht's keinen Spaß. Komm, Peter. Den nehmen wir jetzt noch mit. Tube Girl mache ich dann offline. Das ist mir jetzt zu viel oder zu risky. Ich will das Video auch nicht künstlich in die Länge ziehen, aber ich mache es ja eigentlich gerade schon die ganze Zeit. Ich könnte auch einfach offline gehen und die Versuche starten und dann... Ah, da ist es doch. Da ist er doch. Geschafft. 323 damit auch immerhin. Ja, Handschuhe. Boah, auch noch 5 Attribute. Das ist jetzt nicht so fett. Wer kommt danach? Gerd the Ghastly. Ja, auch schaffbar. Mit einer geringeren Chance. Vielleicht habe ich da Glück mit einer neuen Waffe. Ich werde es offline probieren. Das war es erstmal von mir, Leute. Haut auf jeden Fall rein. Vergesst nicht, ne? 5% Dungeon Glück, wenn ihr meinen Creator-Code HeinRizzle beim Webshop eingibt. Und auch 5% höhere Chance auf Versöhnung bei Streit mit eurem Partner oder eurer Partnerin. Ja? Haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti. Wo ist hier Aufnahme beenden? Ah, hier.